Ich bin gelernter Koch und reise in meinem Urlaub gerne in andere Länder, um neue Speisen zu probieren. Meine kulinarische Reise führt mich heute nach Dagestan in die Hauptstadt Makhachkala. Wir gehen zusammen auf den Bazar, essen alle traditionellen Gerichte des Landes, von Gurseh bis hin zu Chingal bis zu Chudu, besuchen die Festung Derbent, das zur UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und reisen weiter in den Sulak Canyon und sogar nach Tschetschenien. Tschetschenien Street Food Video kommt bald auch online, abonniere daher jetzt meinen Kanal. Für die Reise nach Makhachkala, Dagestan, habe ich vom russischen Konsulat ein 16-tägiges Online-Visum bekommen. Dagestan liegt direkt am Kaspischen Meer und ist eine russische Teilrepublik mit über 3 Millionen Einwohnern, überwiegend Muslimen, bestehend aus vielen Völkern, zum Beispiel aus Awaren, Darginern, Lezginern, Laken, Kumiken und so weiter. Diese Volksgruppen haben jeweils ihre eigene Sprache und können sich mit anderen nur verständigen, wenn sie auf Russisch sprechen. Da passt es eigentlich ganz gut, dass ich ein Sowjetkind bin und mich mit allen auf Russisch verständigen kann. Die kulinarische Reise beginnt mit dem Bazar in Makhachkala. Die meisten Obst- und Gemüsesorten werden hier vor Ort angebaut. Das hier heißt Khorma, ist Dörrobst aus Kaki bzw. Charonfrucht. Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, Mais, Bohnen bis hin zu Wassermelonen und Kürbissen, alles frisch auf dem Bazar. Die Tomaten hier sind sehr geschmacksintensiv und naturbelassen, weil sie hier an der Sonne reifen dürfen. Kirschen und Erdbeeren gibt es hier momentan auch sehr viel. Die helle und dunkle Tuta hier, auf Deutsch auch Maulbeere genannt, kennt ihr bereits, wenn ihr mein Georgien- oder Irak-Streetfood-Video gesehen habt. Das hier sind verschiedene Nüsse, die zu einer Creme verarbeitet werden, gibt es auch in Deutschland, zum Beispiel Pistazienmus. In Dagestan werden sie auch gerne in Kaffee verarbeitet. Dazu gehe ich raus aus dem Bazar und bestelle einen Kaffee Surbichom hier für 290 Rubel. Das sind etwa 2,90 Euro. Kaffee Surbichom gibt es auch als Eiskaffee und ist sehr, sehr lecker. Zurück auf den Bazar schaue ich mir natürlich als Koch die ganzen Gewürze an und bleibe bei diesem Klotz Heu, nenne ich es mal, stehen. Das hier ist Tee, Galmilski Chai, das mit Salz und Pfeffer getrunken wird. Verrückt, oder? In diesem Restaurant in Makhachkala könnt ihr Darginski Savtrак bestellen, also ein Frühstück, das der Volksgruppe der Darginen gehört. Dort servieren sie diesen ungesüßten Tee, den ihr selber mit schwarzem Pfeffer und Salz und Butterstückchen würzen könnt. Klassisch gehört zum darginischen Frühstück noch Kartoffeln, Käse und frittiertes Brot, das komplett hohl ist. Hier kannst du alles reinpacken und dein Frühstück genießen. In der Abteilung der eingelegten Gemüse riecht es unfassbar lecker. Das hier zum Beispiel ist Cheremsha, also eingelegte Bärlauchstängel. Ich gucke mir in Ruhe das ganze eingelegte Gemüse an und nehme mir ein paar Sachen mit. Zum Beispiel eingelegten Kohl, diesen Hähnchen-Karottensalat, den gibt es auch mit Fisch, und diesen Fisch-Pilzsalat. Diese Frau war sehr nett und freundlich und ich habe noch eingelegten Knoblauch gekauft, den man einfach so im Ganzen essen kann. Frischen Fisch findet ihr auf dem Bazar in Massen, weil das Kaspische Meer in 10 Minuten erreichbar ist. Das, was mir als Koch nicht so sehr gefallen hat, sind die Fische, die den ganzen Tag mit ihren Innereien ungekühlt auf den Tischen liegen und später, wenn sie nicht gekauft wurden, mit den Innereien im Bauch eingefroren und irgendwann wieder aufgetaut werden. Verschiedene Sorten Dörrobst bis hin zu Datteln, Nüssen, alles was das Herz begehrt, gibt es hier. Die Eier kosten 30 Stück, 450 Rubel, das sind ungefähr 4,50 Euro. Hier gibt es Hähnchen, Gänse, Enten, alle Geflügelsorten, die ihr wollt. Leider alles über Stunden hinweg ungekühlt auf den Tischen. Während ich Lamm- und Rinderfleisch filme, kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwei dagestanischen Verkäuferinnen, die sich gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht schlagen. Leider durfte ich das nicht aufnehmen ohne Erlaubnis. Alle Männer rannten dazwischen, aber weil das ein muslimisches Land ist, hat sich kaum einer getraut, die Frauen anzufassen bzw. zu trennen. Auch ganze Tiere kann man hier kaufen. Dieses schwarze Fleisch ist deswegen so schwarz, weil es um die 2 Wochen in Salz eingelegt wird und danach luftgetrocknet wird. Später zeige ich euch, mit was man dieses Fleisch essen kann. Das Weiße hier heißt Gurjuk und ist das Schwanzfett der Fettschwanzschafe. Das ist eine Rasse. Die Tötung dieser Rasse ist in Deutschland verboten, glaube ich. Dieses Lammfett
hängt bei den Schafen quasi am Hintern und kann bis 20-30 Kilo wiegen. Es wird oft in Essen reingetan, verarbeitet, zum Beispiel in unserer armenischen Schilla oder in den usbekischen Plov. Die geräucherte Variante davon, die ich gekauft habe, esse ich gerne als Aufstrich auf dem Brot. Diese dunkle Wurst ist ebenfalls typisch für Dagestan. Auf dem Basar finde ich noch einen Usbeken, der im Tanderofen frische Brote backt. In der Nähe finde ich noch einen Aserbaidschaner, der Dolma verkauft, allerdings wurden hier 3 Weinblätter für eine Dolma verwendet. Zählt ruhig mit, weil Weinblätter im Gegensatz zur Fleischfüllung sehr günstig sind. Es wurde also gestreckt. Nach dem 3. Blatt kann ich kaum Fleisch finden, die Füllung ist mit Reis gestreckt, hier hat man mit Fleisch gegeizt. Paar Stände weiter finde ich Dagestaner, die verschiedene Speisen anbieten. Hier essen meistens die Arbeiter aus dem Basar. Ich bestelle 2 Speisen, die sehr leckeren Kartoffeln mit Dolma und Kartoffelpüree mit Frikadellen. Dieses Gericht erinnert mich an meine Kindheit. Das ist so typisch Sowjetessen, aber es war mega lecker. Richtig toll gekocht, die Frauen. Ich bezahle für ein Essen zusätzlich und bitte die Köchinnen, dem nächsten Gast, der nach mir kommt, das Essen kostenlos zu geben. Frisch gepresste Säfte sind Vitaminbomben, kosten aber auch gutes Geld. Hier bezahle ich für 500 Milliliter 600 Rubel, also 6 Euro etwa. Das ist sehr, sehr viel Geld für dortige Verhältnisse. In Dagestan leben sehr viele Aserbaidschaner und zum Beispiel Usbeken. Usbekische Plovs gibt es daher sehr oft. Ich liebe diese Mischung aus Lamm, Karotte, Reis und gleichzeitig der süßen Note, zum Beispiel durch Rosinen. Das Kindheitsessen meiner Erinnerung ist Gascha. In diesem Fall eine Gascha aus Reis. Es ist wie Milchreis und kann sowohl mit Salz als auch die süße Variante mit Butter und Zucker gegessen werden. Neben der Käseabteilung finde ich mehrere Frauen, die das Nationalgericht Gurse zubereiten. Hier werden die Gurse mit Grappiva gefüllt, also Brennnessel. Als Soße kann Tomaten, Schmand oder Knoblauchsoße verwendet werden. Die Gurse kann man auch mit ganzen Eiern füllen oder mit Fleisch. Später, wenn ich aus dem Sulak Canyon zurückfahre, werde ich in einem Restaurant selber Gurse aus Fleisch zubereiten und euch erzählen, nach welchem Tier die Form und der Name benannt wurde und welches Angebot mir die Köchinnen dort gemacht haben. Mit vollem Bauch geht es jetzt zum Kaspischen Meer. Die neuen Anwohner, die hier Häuser gebaut haben, muss man nach einem Schlüssel fragen, sonst kommt man nicht zum Meer. Verrückt, oder? So privatisiert man sich das Kaspische Meer. Das Wasser ist heute schmutzig, aber ich komme an einem anderen Tag wieder und kann ein bisschen das Wasser bzw. das Meer genießen. Im Kaspischen Meer leben unter anderem die Störe, auf Russisch Asadrina bzw. Asjotr, auch bekannt für ihren tollen Kaviar und das tolle Fleisch. Störe sind Knorpel bzw. Knochenfische eher gesagt und haben keine Gräten. Das Fleisch ist etwas fester und ich habe ein Video über sie gemacht, das ich unten in den Kommentaren verlinken werde. Bei 1660 Rubel hier auf der Speisekarte, also etwa 17 Euro, steht hier Schaschlik is Asjotra, also Schaschlik gegrilltes aus Stör. 17 Euro ist hier sehr, sehr viel Geld und für 3 Stückchen Fisch mit bisschen Zwiebeln und Lavaschbrot, naja, ich genieße es trotzdem, weil es den Grillgeschmack hat, etwas Edles ist und direkt aus dem Meer von nebenan kommt. In einem anderen Fischrestaurant in Machatschkala esse ich diese Dorade. Die Dorade ist sehr klein hier, aber sie wird ebenfalls mit viel Grillaromen zubereitet. Was ich schade finde, ist, dass die Dorade auf der Seite, wo sie gegrillt wurde, angerichtet wird. Ich würde die gegrillte Haut schön nach oben machen, damit man sieht, riecht und die Haut knusprig bleibt. In Machatschkala treffe ich diesen syrischen jungen Mann, der die syrische Shawarma leider mit der russischen Adjika macht und dafür untypischerweise Salat und Tomaten verwendet. Er berichtet, dass er die Shawarma klassisch machen wollen würde, wie in Syrien, dann würde das aber niemand kaufen. Ich glaube da nicht so dran, weil hier in Deutschland gibt es viele klassische Shawarmen, die sehr, sehr gut besucht sind. Gestärkt fahre ich etwa 2 Stunden in die Stadt Derbent, weil ich zum UNESCO-Weltkulturerbe will. Das hier ist die Festung von Derbent mit vielen Touristen aus Russland. Direkt hier unten wohnen sehr viele Aserbaidschaner und die Volksgruppe Lezginci kommen anscheinend ursprünglich auch von hier. Die Festung hat viele Museen und kleine Räumlichkeiten, für die ich mich privat sehr interessiere und reingehe, viele schöne Ecken, man kann da Guides buchen. Dieses Loch ist beispielsweise ein Gefängnis gewesen und wurde mit diesem Stein zugedeckt.
Es gibt keinen anderen Ein- oder Ausgang. Diese verschachtelten Räume waren als Duschräume bzw. Dampfbad für Männer verwendet worden. Hier wurde Wasser aufbewahrt und aus diesen Schlitzen konnte man runterschießen, um Feinde zu töten. Viele einheimische Männer erzählen sich, dass die Stadt Derbent bzw. die Festung wie eine Prostituierte sei, weil sie im Laufe der Geschichte immer aufgegeben hat und sich einnehmen ließ und somit von Hand zu Hand weitergereicht wurde. Das auf meinem Kopf ist eine Papacha, hergestellt aus Lammfell. Der Umhang heißt Burka und hält einen sehr warm, weil es ebenfalls Tierfell ist und für Bergvölker gedacht war. Die Burkas wurden und werden immer noch teilweise dazu verwendet, um Frauen zu entführen, die man später heiraten will. Hier wird der Tanz Lezginka getanzt, das im Kaukasus in allen Ländern verbreitet ist. Leider kann ich die Musik nicht abspielen, weil YouTube und Urheberrechte. Der Inhaber dieses Restaurants direkt an der Festung von Derbent begrüßt uns mit Chai und wir bestellen zunächst diese Chudu mit vielen Kräutern und Brennnessel. Danach kommt die Hauptspeise. Sie heißt Lula und ist im Prinzip Kebab, bisschen vergleichbar mit Cevapcici. Danach mache ich noch einen Spaziergang in der eigentlichen Stadt Derbent und ruhe mich auf der Rückreise nach Machatschkala etwas aus, weil ich von Einheimischen auf das nationale Gericht Khinkal eingeladen wurde. Am nächsten Tag ist es dann soweit. Die Ehefrau des Gastgebers hat für uns das avarische Khinkal gekocht. Hier einmal die runden, die gedämpft werden, die mittleren, die gekocht werden und die gelben sind aus Maismehl. Bitte diese Khinkal nicht verwechseln mit dem georgischen Khinkali, das sind völlig unterschiedliche Gerichte. Zu dem Teiggericht Khinkal wird hier Lammfleisch gereicht und die Brühe, in der sie gekocht wurde, dazu noch eine Tomatensauce oder Adjika, Schmand oder Knoblauchdip. Diese drei Formen von Khinkal sind die bekanntesten in Dagestan, weil sie zu der Volksgruppe der Awaren gehören. Aber auch die anderen Gruppen haben ihren eigenen Khinkal sozusagen. Das zeige ich auch gleich. Die selbstgemachten Säfte aus Aprikosen hätte ich auch gerne in Deutschland gehabt. Diese dünnen Teigtaschen mit Quark, die ein bisschen so aussehen und schmecken wie georgische Khachapuri, heißen Botici, auf Awarisch Gergu. Klassisch ist, dass sie sehr dünn sind, beim Ziehen fäden lassen sozusagen und man kann sie mit Dalakno, Avsianaya Muka, also mit geröstetem Mehl, verfeinern. Das Lammfleisch für die Khinkal wurde so toll gekocht, dass es direkt nachgibt. Die Brühe dazu kann man zum Tunken benutzen, aber auch zum Trinken. Ich probiere hier alles, auch den Salat, weil es einfach toll ist, dass mich fremde Menschen zum Essen einladen und dann auch noch darauf bestehen, dass man wirklich kommt. Sie sind so stolz auf ihr Land und ihre Küche und wollen das den Gästen auch zeigen. Wie toll, dass ich auf meinen Reisen immer hochwertige deutsche Schokoladen und Süßigkeiten mitnehme, die in solchen Fällen als Gastgeschenk dienen. Wir Männer essen getrennt von Frauen. Denkt bitte dran, dass in solchen Ländern die Männer die Frauen nicht berühren dürfen. Daher bitte nicht die Hand reichen. Ich nicke immer zur Begrüßung und lege meine Hand aufs Herz, falls ich überhaupt die Frauen des Hauses zu sehen bekomme. Das war der avarische Khinkal und das hier ist die lezginische Khinkal, die ich in einem Restaurant gegessen habe. Der einzige Unterschied zu den avarischen Khinkal ist, dass der Teig hier in dünne Rechtecke geschnitten wurde. Hier gibt es auch Lammfleisch, das in den Fond getunkt wird und ebenfalls eine tomatisierte Soße für die Khinkal. Draußen finde ich dieses Katzenbaby und versuche sie von der Straßenseite, wo die Autos parken, auf die andere Seite zu den Eltern zu locken, damit es nicht überfahren wird. Die Eltern sind nämlich links von mir. Weil meine Versuche nicht klappen, locke ich einen Elternteil mit bisschen Chaladetz zum Baby. Ich nehme euch jetzt in den Supermarkt und zeige gleich, was ein Chaladetz ist. Direkt im Supermarkt gibt es fertiges Essen, wie im Restaurantbuffet. Was ich ganz toll finde, sind diese Fässer mit eingelegtem Gemüse. Von Kohl, Kraut bis hin zu Möhren kann man alles selbst portionieren, rausnehmen und zur Kasse gehen. An der Theke findest du Fisch, Fleisch, Frikadellen, Spinatkugeln und auch Chaladetz. Chaladetz besteht aus gekochtem Fleisch mit Karotten, Knoblauch, Gewürzen und so weiter, eingepackt in Gelatine, das man in Scheiben schneiden und aufs Brot legen kann. Ich kenne das aus meiner Kindheit in Georgien. Hier gibt es auch klassische russische Salate, wie zum Beispiel den Olivier-Salat. Mein Spaziergang führt mich zu einer kleinen Bude, wo zwei Frauen Chudu machen. Chudu sind typische dagestanische Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen. Hier mit Kartoffeln und Hähnchen, hier mit Hackfleisch,
mit dem schwarzen Fleisch, das wir auf dem Basar gesehen haben, mit der Wurst, die wir auch schon gesehen haben. Dann wird die Teigtasche mit diesen schönen Mustern geschlossen, gebuttert, ein Loch gemacht, damit der Dampf austritt und in den Ofen geschoben, bis die Kartoffeln gar sind. Merkt euch dieses Muster am Teigrand bitte, das wird uns später begegnen und ich werde es auch machen müssen. Nach 25 Minuten ist die Chudu fertig und kann geschnitten und gegessen werden. Diese Frauen schicken mich zu einem anderen Ort, wo man andere Chudu macht. Hier heißen sie Riachi oder Kiachi und heißt quasi Lakskaya Chudu, also eine Chudu, die der Volksgruppe Laken gehört. Hier machen sie leider Öl drauf statt Butter. Gegessen wird sie zum Teil mit einem Essigmix, das drüber gekippt wird. Draußen an verschiedenen Ständen gibt es Haufen Varianten für Chudu. Meine Lieblingsvariante ist die hier mit Quark. Sie war wirklich sehr, sehr lecker. Ich setze meine Reise fort zu einem Stand, wo gefüllte Frikadellen verkauft werden. Hier gibt es natürlich auch alles von Birashki über Chudu bis hin zu Hähnchenfleisch, aber auch diese länglichen Frikadellen, die mit Pilzen gefüllt sind. Sie waren wirklich sehr lecker. Die Frikadellen sind übrigens aus Hühnerfleisch. Zufällig sehe ich an einer Tür ein Plakat mit der Aufschrift Palästina, Mr. Boy. Palästina, wir sind mit dir. Eine schöne Geste, wie ich finde. Unweit davon entfernt finde ich eine Bäckerei, die solche Bustischki macht und alles selber backt. Auch Brote, Kuchen, Pachlava. Für zu Hause nehme ich mit Schoko gefüllte Brötchen mit. Und da wir beim Süßkram sind, zeige ich euch alles Süße, was ich gegessen habe, bevor wir in den Canyon fahren. Das war eine mega leckere Apfeltasche. So eine Apfeltasche habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen. Die war echt yummy. So eine Torte aus Früchten und Eiweiß, typisch russisch und sehr süß. In so einem kleinen Laden finde ich diese Prяники. Mit Prяники bin ich aufgewachsen. Man könnte das vielleicht mit Lebkuchen vergleichen. In dieser Konditorei backen sie alles selber. Viele europäische, französische, italienische Nachspeisen, aber auch ein paar russische, wie zum Beispiel Tort Napoleon. Das hier heißt Chak Chak und ist mit bisschen Honig. Diese Torte heißt eigentlich Medavik, ist eine Honigtorte, sie wird aber in Dagestan als Gabris bezeichnet. Früher wurden viele Torten als Gabris oder Damski Gabris bezeichnet, also Wutanfall einer Frau. Unter diesem Namen gibt es tausende von Tortenvariationen. Die Fahrt zu Sulak Canyon dauert ungefähr 1,5 Stunden und ist eine Touristenattraktion. Die Natur ist hier wunderschön und man kann einiges unternehmen, unter anderem durch die ganzen Felsen durchlaufen, weil immer wieder neue Wege gebaut werden. Und dieser Canyon heißt deswegen Sulak Canyon, weil dieser Fluss Sulak heißt. Am Abend auf der Rückfahrt entdecke ich dieses Restaurant mit der Aufschrift Turetskaya Kuchnia, also türkische Küche. Es stellt sich heraus, dass das Dagestaner sind, die auch die klassischen Gerichte des Landes kochen. Wir bestellen Gurse und ich darf mitmachen. Der Teig wird frisch für uns ausgerollt, die Fleischfüllung war schön gekühlt. Jetzt geht es darum, die Füllung bzw. den Teig so zu falten, dass sie einen an die Schlange erinnert. Auch der Name Kurse kommt angeblich von einer Schlange, die ähnlich heißt und hier beheimatet und leider sehr giftig ist. Nach wenigen Versuchen sehen meine Kurse richtig toll aus und die Frauen fangen an, mich zu filmen und ich bekomme das Angebot, in Dagestan zu bleiben und dort zu arbeiten. Weil ich so viel mitgeholfen habe, weigert sich der Inhaber des Restaurants, das Geld für meine Portion anzunehmen. Was für eine nette Geste. Am nächsten Tag führt mich mein Weg eigentlich nach Tschetschenien für das Tschetschenien Street Food Video, aber vorher will ich noch einen schönen Lammschaschlik essen von einem aserbaidschanischen Koch, der über 20 Jahre in diesem Restaurant arbeitet und hoffe, dass auch unsere Länder, Armenien und Aserbaidschan, irgendwann die Waffen ruhen lassen und friedlich leben, wie die vielen Nationalitäten in Dagestan. Danke Dagestan für die schöne Zeit und eure Gastfreundschaft.